Hello, 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 friends. Hallo, 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 Freunde. We are already in the 4th chapter of 1 Corinthians. Wir sind bereits im 4. Kapitel des 1. Korintherbriefes. Let's see if we tackle the whole chapter. Mal sehen, ob wir das ganze Kapitel in Angriff nehmen. The whole letter, sorry. Ich meine natürlich den ganzen Brief. I can't promise, I'll see. Ich kann es nicht versprechen, wir werden sehen. So, the only thing I can promise is that Jesus is building his church and that he's coming back. Das Einzige, das ich versprechen kann, ist, dass Jesus seine Gemeinde baut und dass er wiederkommt. That I can promise. Das kann ich versprechen. Verse 1 in chapter 4. Vers 1 in Kapitel 4. So then you must perceive us not as leaders of factions, but as servants of the Anointed One. Ihr sollt uns also nicht als Leiter von Gruppierungen wahrnehmen, sondern als Diener des Gesalbten. I really like how Paul says this. Mir gefällt sehr, wie Paulus das sagt. You know, the Apostle Paul is always so straight to the point. Der Apostel Paulus bringt es immer so schön auf den Punkt. He has such a focus, on Jesus. Er ist so fokussiert auf Jesus. And right here he says, stop considering us as leaders of faction, which means small groups of people. Und genau hier sagt er, hört auf, uns als Leiter von Gruppierungen zu betrachten, also kleine Gruppen von Menschen. It's really interesting how a large part of the church considers their leaders actually leaders of factions. Es ist wirklich interessant, wie ein großer Teil der Gemeinde ihre Leiter als Leiter von Menschengruppen betrachtet. Think about it. Denk darüber nach. A church of 100 people is a tiny little faction considered to the whole body of Jesus Christ. Eine Gemeinde von 100 Leuten ist eine winzig kleine Gruppe im Vergleich zum ganzen Leib Christi. And here is what Paul does. He puts it in the whole picture. Hier fügt es Paulus in das Gesamtbild ein. He said, we are not leaders of groups of people. We are servants of the Anointed One. Er sagt, wir sind nicht Leiter von Menschengruppen, wir sind Diener des Gesalbten. Guys, once I understood that I'm a servant of Jesus, it was a life changer for me. Als ich verstanden hatte, dass ich ein Diener Jesu bin, war das ein Wendepunkt in meinem Leben. I tell you why it changed my life. Ich sage auch, warum es mein Leben verändert hat. Because for many years of my life serving Jesus, denn viele Jahre meines Lebens, in denen ich Jesus diente, I felt very strong pressure serving people. verspürte ich einen sehr starken Druck, den Menschen zu dienen. Now, I believe that leadership in the kingdom and in the church has to be servant leadership. Ich glaube, dass Leiterschaft im Reich Gottes und in der Gemeinde dienende Leiterschaft sein muss. So I believe anybody who doesn't love to serve people has disqualified himself from leadership. Ich glaube, dass jeder, der es nicht liebt, Menschen zu dienen, sich für die Leitung disqualifiziert. But that doesn't mean I'm a servant of people. Das bedeutet aber nicht, dass ich ein Diener der Menschen bin. I'm a servant of Jesus Christ who serves people because Jesus loves people. Ich bin ein Diener von Jesus Christus, der Menschen dient, weil Jesus Menschen liebt. But you know what's the huge difference? Weißt du, was der große Unterschied ist? Look, a servant has to do what the master tells him. Ein Diener muss tun, was der Herr ihm sagt. Is that simple? So einfach ist das. So if I'm a servant of people, I have to do what people tell me. Wenn ich also ein Diener der Menschen bin, muss ich tun, was die Menschen mir sagen. So people put pressure on me and now I have to do what they tell me. Die Menschen üben also Druck auf mich aus und ich muss tun, was sie mir sagen. And this used to be so hard for me in the beginning. Und das war am Anfang so schwer für mich. But once I understand that I'm a servant of Jesus Christ only, Aber sobald ich verstanden habe, dass ich ausschließlich ein Diener Jesu Christi bin, now out of love for Jesus and people, I'm glad to serve people. bin ich aus Liebe zu Jesus und zu den Menschen gerne bereit, den Menschen zu dienen. But they don't own me. Aber sie besitzen mich nicht. Jesus owns me. Ich gehöre Jesus. See, only those who are truly his servants can actually serve other people. Nur wer wirklich sein Diener ist, kann tatsächlich anderen Menschen dienen. Let me explain this to you. Lass es mich dir erklären. There are so many people in Christian circles Es gibt so viele Menschen in christlichen Kreisen, who think that they're serving other people, they're serving the church, they're serving the brothers and sisters, but they really are not. Es gibt so viele Menschen in christlichen Kreisen, die denken, dass sie anderen Menschen dienen, dass sie der Gemeinde dienen, dass sie den Brüdern und Schwestern dienen, aber in Wirklichkeit tun sie das nicht. How do you know that? Woher weißt du das? Because truly serving other people
is from a joyful, happy, and a satisfied heart. Weil der wahre Dienst am nächsten aus einem freudigen, glücklichen und zufriedenen Herzen kommt. It's not done with the fear of being rejected if you don't serve. Es geschieht nicht aus der Angst heraus, abgelehnt zu werden, wenn man nicht dient. It's not done with the fear that what would people think if I don't serve. Es geschieht nicht aus der Angst heraus, was die Leute denken, wenn man nicht dient. None of these are the motives. Das sind alles keine Beweggründe. So many people who serve in the church, they are frustrated, they are even resentful and angry and bitter. So viele Menschen, die in der Gemeinde dienen, sind frustriert, sogar nachtragend, wütend und verbittert. Because they haven't truly served from the right motivation and the servant's heart. Weil sie nicht wirklich aus der richtigen Motivation heraus und mit dem Herzen eines Dieners gedient haben. They served because they felt they had an obligation to serve everybody. Sie dienen, weil sie das Gefühl haben, dass sie verpflichtet sind, allen zu dienen. So, but Paul told him, listen, we are the servant of Jesus Christ, so you're not going to make us whatever you want to make us. You're not going to do that. Aber Paulus sagte ihnen, hört zu, wir sind die Diener Jesu Christi. Ihr werdet uns nicht zu dem machen, was ihr aus uns machen wollt. Das werdet ihr nicht tun. So once I am perceived by the people as servant of Jesus, Wenn ich also von den Menschen als ein Diener Jesu wahrgenommen werde, what does it mean? was bedeutet das? It means my orders come from Jesus, not from people. Das bedeutet, dass meine Befehle von Jesus kommen, nicht von den Menschen. It means nobody can put pressure on me and make me do things. Es bedeutet, dass niemand Druck auf mich ausüben und mich zwingen kann, Dinge zu tun. What I do it voluntarily from a joyful heart because my Jesus is asking me to do it. Was ich tue, tue ich freiwillig und aus einem freudigen Herzen heraus, weil mein Jesus mich bittet, es zu tun. Do you know, recently Jesus has asked me to do something that was very, very, very sacrificial. Vor kurzem hat mich Jesus gebeten, etwas zu tun, das sehr viel Aufopferung verlangte. In fact, thinking in the natural, it was something that didn't even make sense to do. Wenn ich im Natürlichen darüber nachdenke, war es sogar etwas, das gar keinen Sinn machte, es zu tun. You know, and once I decided this is what Jesus wants me to do, so I'm going to do it. Und als ich mich entschied, dass Jesus das von mir will, da habe ich es getan. Then here is what happened. Dann passierte Folgendes. You know, the people who knew about that, they thought that this is a huge, big sacrifice. Die Leute, die davon wussten, dachten, dass es ein sehr großes Opfer ist. It's very strenuous. Es ist etwas sehr Anstrengendes. And here was the response that I wrote. Und das war meine Antwort, die ich zurückgeschrieben habe. I said, no, it's not strenuous. Ich sagte, nein, es ist nicht anstrengend. To love is a privilege and it's not strenuous. Zu lieben ist ein Privileg und es ist nicht anstrengend. You see, if we are servants of Jesus, Wenn wir Diener Jesu sind, then it's a privilege that we can serve people when Jesus tells us to serve people. dann ist es ein Privileg, dass wir Menschen dienen können, wenn Jesus uns sagt, den Menschen zu dienen. But we're not doing this because people demand that we serve them. We're doing it because we follow Jesus. Aber wir tun das nicht, weil die Menschen verlangen, dass wir ihnen dienen, sondern weil wir Jesus nachfolgen. Do you see the difference? Siehst du den Unterschied? So are you a servant of Jesus or are you a slave of people? Bist du also ein Diener Jesu oder ein Sklave der Menschen? To be a slave of people is a very, very high price to pay. Ein Sklave der Menschen zu sein, bedeutet, einen sehr, sehr hohen Preis zu bezahlen. You will never be in peace. Du wirst nie in Frieden leben. You always have people angry at you. Es wird immer Menschen geben, die wütend auf dich sind. You always live with accusation, self-condemnation. Du lebst immer in Anschuldigung und Selbstverurteilung. But servants of Jesus are at peace Diener von Jesus haben Frieden, because they know they answer him and nobody else. weil sie wissen, dass sie ihm antworten und niemandem sonst. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.